Im Microsoft Flight Simulator 2024 ist oftmals nicht nur die Beherrschung des eigenen Fluggeräts eine Herausforderung. Denn auch die vielen kleinen Einstellungsmöglichkeiten und Optionen halten einen stets auf Trab. In diesem Video zeige ich euch insgesamt 15 Punkte, die auf allen Plattformen, also sowohl am PC wie auch an Xbox und an PlayStation anwendbar sind und euch den Umgang mit dem Simulator definitiv erleichtern werden. Teils habe ich dafür die am meisten gestellten Fragen aus den Kommentarbereichen der vergangenen Videos hinzugezogen und teils das allgemeine Feedback aus der Community, beispielsweise aus dem Andiana TV Discord oder den Livestreams. Ganz egal, ob du mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 gerade startest oder schon länger fliegst. Ich bin mir sehr sicher, hier ist für jeden etwas dabei und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eines vorweg, jeder Tipp hat ein eigenes Kapitel. Ihr könnt also jederzeit ganz bequem zwischen den einzelnen Punkten hin und her springen. Wir beginnen mit dem Pre-Flight und somit mit der Vorflugkontrolle. Jeder kennt das, bevor wir aus dem Cold and Dark heraus starten, müssen Vorarbeiten geleistet werden. Also Bremsklötze, Schutzhauben und so weiter entfernt werden. In der Regel macht man das, indem man zu den einzelnen Punkten hinläuft und sie einzeln bearbeitet. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, mit nur einem Klick alle Aufgaben abzuschließen. Diese Funktion müssen wir in den Steuerungsoptionen allerdings erst hinterlegen. Somit wechseln wir in die Steuerung und geben hier einmal das Wort Schnelle ein und sehen hier Schnelle Vorflugkontrolle. Wählt in der Geräteliste das Gerät eurer Wahl aus und hinterlegt einen entsprechenden Kurzbefehl. Falls ihr noch kein individuelles Steuerungsprofil habt, speichert ein entsprechendes ab und wechselt zurück. Und jetzt werden, wie von Zauberhand, alle Arbeiten automatisch erledigt, sobald wir den Kurzbefehl drücken. Anwenden lässt sich das Ganze nicht nur für diejenigen, die sich hier etwas Zeit sparen wollen, sondern auch dann, wenn entsprechende Click-Spots schwierig zu finden sind oder überhaupt nicht funktionieren. Auch das hatte ich in den vergangenen Monaten immer wieder in den Kommentaren. Beim zweiten Tipp geht es um das Thema Pushback. Stellt euch vor, ihr seid an einem x-beliebigen Ort, benötigt Pushback, warum auch immer, weil ihr nah an einer Hauswand steht oder dergleichen und es steht kein Pushback zur Verfügung. Dann wäre es doch schon irgendwie ganz cool, diesen trotzdem durchführen zu können. Wir wechseln erneut in die Steuerung. Dort angekommen wählen wir auf der linken Seite wieder das Gerät unserer Wahl und geben in die Suche oben Pushback ein. In der Folge erscheint hier der Befehl Pushback umschalten, der unbelegt ist. Ihr hinterlegt erneut eine Tastenkombination eurer Wahl, achtet darauf, dass keine Doppelbelegungen stattfinden und speichert ab. Im Anschluss wechseln wir zurück. Und sobald wir nun die entsprechende Tastenkombination drücken, pusht unser Fluggerät, ohne dass irgendein Heini daran klemmt, back. Drücken wir die Tastenkombination erneut, bricht der Pushback ab. It's magic. In Tipp Nummer 3 geht es um die Namensschilder. Jedes virtuelle Fluggerät, welches hier aktiv unterwegs ist, hat ein entsprechendes Namensschild. Diese kann man in den Optionen aktivieren und deaktivieren. Aber auch hier kann man einen entsprechenden Kurzbefehl hinterlegen, um das live während des Fluges ein- und ausschalten zu können. Wir wechseln also erneut in das Steuerungsmenü, wählen das Gerät aus der Geräteliste aus, welches wir bearbeiten wollen und geben hier einmal Name ein. Der Begriff, der nun zugewiesen werden muss, ist Namensplaketten umschalten. Hier hinterlegt ihr einmal mehr eine Tastenkombination eurer Wahl, achtet auch hier wieder darauf, dass es keine Doppelbelegungen gibt, speichert ab und wechselt zurück. Sobald wir nun diese Tastenkombination drücken, werden die Namensplaketten ein- oder ausgeblendet. Und das ganz ohne, dass wir während des Fluges in irgendwelchen Untermenüs in den Optionen herumturnen müssen. Gerade im Multiplayer oder an stark frequentierten Großflughäfen absolut hilfreich. Als nächstes sehen wir uns einmal das HUD an, sowohl im Cockpit als auch in der Außenansicht, denn dieses kann man deaktivieren bzw. in der Außenansicht auch anders darstellen lassen. Dazu wechseln wir einmal mehr in die Optionen und unter Allgemeines in Flugschnittstelle. Und hier finden wir im unteren Drittel dann die verschiedenen HUD-Ansichten. In der Cockpit-Ansicht gibt es lediglich das eben gezeigte minimierte HUD, welches wir aktivieren oder deaktivieren können. In der externen Kamera wiederum haben wir verschiedene HUD-Ansichten. Einmal ein minimiertes, einmal ein vollständiges oder ein komplett abgeschaltetes HUD. Je nachdem, was euch hier am meisten zusagt, könnt ihr die Einstellungen entsprechend vornehmen.
Das geht dann auch damit einher, wie viel Unterstützung man an der einen oder anderen Stelle hier eventuell noch benötigt. Aber gerade in der externen Ansicht finde ich es auch für Screenshots und so weiter ohne HUD am besten. Das große ausführliche HUD gibt es in der Cockpit-Ansicht, wie eben erwähnt, nicht. Hier können wir uns entweder dieses minimierte HUD hier anzeigen lassen oder eben keines. Tipp Nummer 5 beschäftigt sich mit dem Avatar und der Möglichkeit, zwischen der Third-Person- und First-Person-Ansicht hin und her zu wechseln. Denn ja, im Microsoft Flight Simulator 2024 können wir jetzt aussteigen und umherlaufen. Standardmäßig funktioniert das in der First-Person-Ansicht. Wer seinen Racker auch in der Third-Person-Ansicht betrachten möchte, muss dies entsprechend aktivieren. Und ja, ganz genau, dazu geht's wieder in die Einstellungen. Hier finden wir dann unter Allgemeines, erweiterte Optionen, experimentell den Punkt Kamera in Third-Person-Ansicht zulassen und hier müssen wir den Haken setzen. Danach einmal abspeichern und zurück in die Simulation. Und ab sofort können wir nun mit dem gleichen Button, mit dem wir zwischen Cockpit und Außenansicht wechseln, auch hier umschalten. Wer sich die ganze Zeit schon fragt, an welchem Ort wir uns hier befinden, wir sind hier am Airport in Palermo, Lima, India, Charlie, Juliet. Im nächsten Tipp geht es um die Kennung, also den Aufdruck der Kennung an eurem Fluggerät. Denn diese Kennung könnt ihr verändern. Und das macht ihr wie folgt. Ihr wählt im freien Flug irgendein Fluggerät aus, geht dort auf Konfiguration und oben dann auf den Reiter Identifizierung. Im darauf folgenden Bereich der Flugzeugidentifizierung könnt ihr nun euer Kennzeichen hinterlegen. Dieses speichert ihr ab und es wird ab diesem Zeitpunkt dann auf jedem Fluggerät abgedruckt. Ihr müsst das also nicht bei jedem Fluggerät wiederholen, sondern ihr macht das einmal und habt es dann auf allen Fluggeräten. Weiter geht's mit Tipp Nummer 7 und hier geht es um die Auswahl der Abflugseite, wenn ihr startet. Immer wieder ist davon zu hören und liest man, dass Leute in ihrer Flugplanung eine bestimmte Seite auswählen, in diesem Beispiel die 07 und starten dann aber trotzdem von der 25. Es wird also vom System automatisch eine andere Seite gewählt, als ich ursprünglich definiert habe. Dass das so ist, liegt daran, dass das System automatisch die Seite wählt, die für die aktuellen Umgebungsbedingungen, wie Wetter beispielsweise, die beste Wahl ist. Um zu erzwingen, dass die von euch angewählte Seite verwendet wird, müsst ihr in den Einstellungen unter dem Reiter Unterstützung ganz nach unten scrollen und den Haken bei Flugsicherung folgt Flugplan setzen. Im Anschluss wird immer das erzwungen, was ihr euch vorgestellt habt. Tipp Nummer 8 beschäftigt sich mit dem sogenannten Versetzen-Modus. Dieser ermöglicht es euch, euer Fluggerät, ganz egal welches, in jeder x-beliebigen Situation manuell zu versetzen. Wenn ihr den entsprechenden Kurzbefehl hinterlegt und nutzt, könnt ihr euer Flugzeug greifen und versetzen, wohin ihr es möchtet. Die Steuerung dessen funktioniert dann im Grunde wie die Drohnenansicht und ihr könnt euch frei über die Map bewegen. Ihr könnt diesen Zustand entweder in der Luft beenden und direkt weiterfliegen oder woanders absetzen und von dort aus starten. Damit ihr den Versetzen-Modus aktivieren könnt, müsst ihr, wie sollte es anders auch sein, das Ganze entsprechend auf eure Steuerung hinterlegen. Dazu gehen wir erneut in die Einstellungen, dort auf Steuerung, auf der Geräteliste in das Gerät eurer Wahl und suchen in der Suchleiste nach Versetzen. Dort finden wir dann den Bereich Versetzen-Modus umschalten und dort hinterlegt ihr eure Tastenbelegung, die ihr dafür vorsehen wollt. Achtet auch hierbei wieder darauf, möglichst keine Doppelplatzierungen zu produzieren. Im Anschluss speichern wir ab und können ab diesem Zeitpunkt den Versetzen-Modus entsprechend nutzen. Wovon ich an dieser Stelle abraten möchte, ist das Ganze im Karrieremodus zu verwenden. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, allerdings gibt es Berichte darüber, dass dann Missionsziele zum Teil nicht erfüllt werden können, was aber irgendwie auch nachvollziehbar ist. Der Karrierefortschritt sollte durch Leistung erbracht werden und nicht durch das Versetzen des Fluggerätes. Sollte klar sein. Im nächsten Punkt werfen wir einen Blick auf den Umgang mit der Weltkarte. Denn hier gibt es eine ganz nette Funktion, die man zusätzlich mit einbinden kann. Ihr habt hier links oben die Möglichkeit, nach Dingen zu suchen, unter anderem auch nach Koordinaten. Wenn wir also beispielsweise auf Google Maps hier einmal wechseln und dort
irgendwo hinklicken, weil es uns beispielsweise dort halt besonders gut gefällt. Dann können wir unten auf die Koordinaten klicken, die oben aus der Leiste herauskopieren und in die Suchleiste auf der Weltkarte im freien Flug im Microsoft Flight Simulator 2024 einfügen. Und wenn wir dort dann nach genau dieser Stelle suchen, dann landen wir wieder genau dort, wo wir eben auf Google Maps waren. Wer möchte, kann sich also auch so entsprechende Ziele suchen. Und wenn wir uns jetzt diesen Punkt hier einmal als Abflugsort festlegen, dann haben wir hier oben in dem Dropdown-Menü sogar noch die Möglichkeit, ob wir in der Luft starten wollen mit 1500 Fuß Höhe oder am Boden aus dem Cold and Dark heraus oder startbereit. Auch das können wir hier vordefinieren. Diese Auswahlmöglichkeit habt ihr immer, das liegt jetzt nicht an den Koordinaten. Sobald ihr im freien Flug einen freien Punkt definiert, habt ihr diese Optionen. Im Anschluss gehen wir dann auf Flug starten und der Simulator führt genau das aus, was wir vorher definiert haben. Idealerweise solltet ihr euch vielleicht einen Ort aussuchen, der irgendwie besser passt und das vorher ein bisschen abchecken. Aber hey, alles halb so wild, schließlich haben wir vorher gelernt, wie der Versetzen-Modus funktioniert. Weiter geht's mit Punkt Nummer 10 und der beinhaltet den Multiplayer. Was muss ich im Vorfeld alles einstellen, damit man gemeinsam fliegen kann? Dazu wechseln wir hier einfach mal auf einen freien Flug und gehen in die Einstellungen, also rechts oben auf das kleine Zahnrad. Unter Allgemeines finden wir den Punkt Online. Und darin sollte zuallererst einmal der Punkt Multiplayer angehakt sein. Außerdem ist entscheidend, dass alle, die gemeinsam fliegen wollen, auf dem gleichen Server sind. Hier kann man unterschiedliche Server einstellen. Diese müssen bei allen Beteiligten gleichlautend sein. Der Punkt Multiplayer-Flugzeuge in der Nähe anzeigen bewirkt, wenn er deaktiviert ist, dass Flugzeuge in unmittelbarer Nähe ausgeblendet werden. Hakt hier also bitte idealerweise nicht an, wenn ihr vermeiden wollt, dass Fluggeräte optisch ineinander stehen. Und unter dem Punkt Mehrspieler-Flugzeugmodelle könnt ihr definieren, ob Mitfliegende mit maximalen Details oder vereinfacht dargestellt werden sollen. Einen weiteren Punkt findet ihr unter Flugschnittstelle, denn hier gibt es die Option Verkehrsnamensschilder anzeigen. Und ich hoffe, ihr erinnert euch an Tipp Nummer 3, denn das ist genau diese Option, die wir in Tipp Nummer 3 auf die Kurzwahl der Steuerung gelegt haben. Wenn wir hier in den Einstellungen fertig sind, dann haben wir hier unter freier Flug auch noch Flugbedingungen und auch hier gibt es noch eine wichtige Einstellung zu machen. Denn während ihr Wetter und Zeit sowie Flugverkehr frei definieren könnt, müsst ihr unter Multiplayer hier einmal alle Spieler anhaken. Sollte der Haken auf Aus stehen, bzw. nur Gruppe, hier in Klammern gesetzt, dann ist das die Gruppe, die rechts oben definiert ist. Wenn ihr wirklich alle Spieler sehen wollt, dann müsst ihr hier einmal alle Spieler anhaken. Naja, und dann kann's losgehen. Tipp Nummer 11 beschäftigt sich mit der Option der Nachtsicht. Denn ja, ganz genau, wir können eine Nachtsicht aktivieren und dazu wechseln wir einmal mehr in die Einstellungen und in die Steuerung. Wir gehen in der Geräteliste auf das Gerät unserer Wahl, in meinem Fall die Tastatur, und geben dort in die Suchleiste einmal Nacht ein. Hinterlegt nun beim Punkt Nachtsichtanzeige ein-aus den Befehl eurer Wahl, speichert ab und geht zurück. Sobald ihr nun den entsprechenden Befehl ausführt, habt ihr eine Nachtsicht. Und das Ganze funktioniert nicht nur in der externen Kameraperspektive, sondern auch in der Cockpit-Ansicht. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ab wann diese Funktion dazu kam. Erstmalig aufgefallen und aktiv angewandt habe ich es innerhalb des kostenlosen Zusatzinhaltes zu Stranger Things. An dieser Stelle möchte ich einmal darauf hinweisen, wenn ihr beispielsweise für einen Helikopter einen Steuerungsbefehl hinterlegt, dann ist dieser für alle Helikopter hinterlegt. Wundert euch also nicht, wenn in eurer zweimotorigen B55 das Ganze dann nicht funktioniert, denn dort müsst ihr es separat nochmals hinterlegen, um es im Anschluss dann auch einmalig auf alle Flugzeuge dieser Art abzuspeichern. Das ist ein wichtiger Punkt allgemein beim Anlegen von Steuerungsprofilen. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit eurem Co-Piloten. So gut wie jeder von uns hat beim erstmaligen Start des 2024ers vermutlich einen Co-Piloten definiert.
Wer diesen im Laufe der Zeit verändern möchte bzw. komplett deaktivieren möchte, geht wie folgt vor. Hierbei ist wichtig, dass ihr euch nicht in einem aktiven Flug befindet, denn dann ist die Funktion, die wir benötigen, ausgegraut. Wir befinden uns also idealerweise direkt im Hauptmenü oder beenden den aktuellen Flug zu gegebener Zeit. Im Anschluss gehen wir oben rechts auf unseren Gamertag und dort dann auf Identität anpassen. Hierüber könnt ihr dann nicht nur eure eigene Identität anpassen, sondern auch den Co-Piloten verändern bzw. auch komplett deaktivieren. Im nächsten Thema sprechen wir über die Tooltips. Damit sind die kleinen Fenster gemeint, die aufploppen, sobald ihr mit dem Cursor darüber geht. Diese könnt ihr euch auf verschiedene Arten anzeigen lassen. Entweder verzögert, sofort oder komplett abschalten. Auch das ist möglich. Diese Einstellungen können wir wieder während eines aktiven Fluges vornehmen und uns direkt ansehen, was sich verändert. Wir wechseln unter Einstellungen Allgemeines auf Flugschnittstelle und dort in den Bereich Cockpit-Kamera. Und hier finden wir dann einmal die Tooltips für Instrumentennamen und die Tooltips zur Instrumentenbeschreibung. Der Instrumentenname muss dabei immer aktiv sein, da sonst auch die Beschreibung nicht angezeigt wird. Und hier könnt ihr dann die Einstellungen entsprechend vornehmen und euch das Ergebnis direkt ansehen. Klar ist, jemand, der die Anzeigen komplett deaktiviert, sollte natürlich wissen, welcher Knopf welche Funktion hat. Jemand, der gerade anfängt mit der Simulation oder mit einem neuen Fluggerät beispielsweise auch unterwegs ist, kann die Einstellung jeweils auf Sofort setzen, um sich alles direkt anzeigen zu lassen. Und jemand, der sich nach und nach sicherer fühlt, kann die Anzeigen verzögert einblenden lassen und nur noch an unsicheren Stellen so lange auf den Knöpfen verharren, bis die Anzeige aufploppt. Und so kann man sich dann nach und nach an eine Bedienung ohne Tooltips herantasten. Im vorletzten Tipp geht es um die Untertitel und die Sprachausgabe der ATC. Beides könnt ihr euch unabhängig voneinander aktivieren, deaktivieren und einstellen. Reisi Tower, ATV 007 Hotel Echo Bravo abflugbereit auf Piste 2.0, direkter Start. Auch das können wir wieder beispielsweise während eines freien Fluges direkt umstellen, um zu gucken, was die Veränderungen bewirken. Um die Lautstärke der Sprachausgabe der ATC zu beeinflussen, gehen wir hier unter Allgemeines einmal auf Sound und können hier nun mit dem Schieberegler für Charakterstimmen die Lautstärke ändern. Für die Untertitel gibt es zwei Bereiche. Einmal können wir hier unter Sprache Untertitel aktivieren und deaktivieren. Und zum anderen können wir hier unter Barrierefreiheit ebenfalls die Untertitel aktivieren und deaktivieren. Das ist das gleiche wie unter Sprache bei Allgemeines. Zusätzlich können wir hier jedoch auch die Schriftgröße einstellen und wie transparent der Hintergrund dargestellt werden soll. Da die Möglichkeiten der Einstellung hier unter Barrierefreiheit umfangreicher sind, würde ich diesen Weg empfehlen. Abschließend noch ein Hinweis zur Karriere, denn auch das wurde immer wieder gefragt, kann man diese denn von neuem beginnen? Und ja, es ist möglich, die Karriere komplett zurückzusetzen. Dazu gehen wir hier oben auf unseren Gamertag und haben dann links unten in diesem Bereich hier die Option Karriere zurücksetzen. Doch Obacht, ihr löscht natürlich euren kompletten Fortschritt, müsst das hier auch nochmals bestätigen und könnt die Karriere hier zurücksetzen und komplett von vorne anfangen. Die Möglichkeit besteht also, seid euch aber den Auswirkungen bewusst. Sämtlicher Karrierefortschritt, den ihr bis dahin erreicht habt, geht dabei verloren. 15 Tipps zum Microsoft Flight Simulator 2024 anwendbar auf allen Plattformen. Und ganz ehrlich, man könnte gefühlt ewig so weitermachen. Diese hier bilden einen Querschnitt ab aus den Kommentaren der letzten Videos, aus dem Discord und aus der Community allgemein. Ohne eure Fragen würde ich mich teilweise gar nicht auf die Suche nach Antworten machen. Fühlt euch hiermit also ganz herzlich eingeladen, den Kommentarbereich hier unter diesem Video zu füllen. Nicht nur mit Fragen, sondern gerne auch mit Ergänzungen bzw. weiteren Tipps, die zum einen der Community direkt helfen und die ich zum anderen in einem neuen Video eventuell mit aufgreifen kann.
Ich hoffe, ich konnte euch mit ein paar Hilfestellungen rund um den wunderschön handgefertigten Flughafen in Palermo den Umgang mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 an der ein oder anderen Stelle erleichtern. Wenn dir dieses Video gefallen bzw. sogar geholfen hat, dann setze gerne einen Daumen nach oben zur Unterstützung dieses Kanals. Abonniere und aktiviere die Glocke, damit du keine zukünftigen Videos auf Andiana TV mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen, die Checkliste.